In diesem Video geht es um einen eigenständig lauffähigen Expert Advisor, der auch tatsächliche Trades eröffnet. Er erzeugt hier Kaufen oder Verkaufen Signale, je nachdem, ob sich der Preis oberhalb oder unterhalb dieser gelben Linie befindet. Wenn der Preis unterhalb der gelben Linie ist, dann ist das ein Verkaufen-Signal. Und wenn der Preis oberhalb ist, dann möchten wir gerne kaufen. Diese gelbe Linie hier ist ein Moving Average, also ein gleitender Durchschnitt. Und wir möchten uns in diesem Video anschauen, wie man so etwas in MQL4 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier wählen wir Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier den Namen Simpler Standalone SMA Expert Advisor, klicke auf Weiter. Weiter und Fertigstellen. Alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier kann jetzt gelöscht werden. Wir löschen auch die beiden Kommentarzeilen. Und zunächst erstellen wir uns eine String-Variable für das Signal. String, damit sie einen Text aufnehmen kann. Sie bekommt den Namen Signal und wir weisen hier noch keinen Wert zu. Das geht mit der Funktion IMA, die zu MQL4 dazugehört. Die Berechnung erfolgt für das aktuelle Währungspaar, die aktuelle Zeiteinheit. Wenn man das so schreibt, geht das für jede Zeiteinheit, die auf dem Chart ausgewählt wird. Diese 0 und die letzte 0 stehen für Verschiebungswerte. Damit ließe sich die Darstellung des Signals nach rechts oder links verschieben oder für eine andere Kerze berechnen. Das wollen wir aber nicht. Wir möchten gerne für die aktuelle Kerze den Schlusskurs, also den Close Price, den wir mit Price_Close erhalten, als Berechnungsgrundlage verwenden. Wenn der gleitende Durchschnitt unterhalb des aktuellen Preises liegt, also wenn My Moving Average kleiner ist als der Schlusskurs von Kerze 0, man muss dazu sagen, den Schlusskurs von Kerze 0 gibt es gar nicht, denn in dem Moment, wo der Schlusskurs ermittelt wird, würde das Kerze 1 werden. Close 0 bedeutet, wir gehen vom aktuellen Preis aus, der uns auf dem Chart angezeigt wird. Und wenn der größer ist als unser gleitender Durchschnitt, dann möchten wir unser Signal auf Kaufen setzen. Also weisen wir das Wort Kaufen unserer Signalvariable zu. Umgekehrt, wenn der gleitende Durchschnitt oberhalb des Preises liegt, wenn also unser gleitender Durchschnitt größer ist als der aktuelle Preis, dann möchten wir unser Signal auf Verkaufen setzen und weisen das Wort Verkaufen unserer Signalvariable zu. Kommen wir zum eigentlichen Ordervorgang. Wir kaufen 10 Microlot, wenn unser Signal auf Kaufen steht und wenn Orders Total den Wert 0 hat. Dieser Ausdruck hier bedeutet, wir haben keine offenen Positionen. In dem Fall senden wir hier eine Kauforder über 10 Microlot mit einem Profitziel, das 150 Punkte über dem aktuellen Ask-Preis liegt. Steht unser Signal aber auf Verkaufen und wir haben ebenfalls keine geöffneten Positionen, dann möchten wir mit dieser Befehlskette hier 10 Microlot verkaufen. In diesem Fall liegt unser Gewinnziel 150 Punkte unterhalb vom Bidpreis. Zum Schluss möchten wir noch mit Command die Zeichenkette das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem ermittelten Signal, direkt auf unserem Chart anzeigen. Das war's auch schon. Bitte klicken Sie hier oben auf Kompilieren oder drücken Sie F7. Das hat hier ohne Fehler mit 2 Warnungen funktioniert. Die Warnungen können wir in diesem Fall ignorieren. Man könnte für den Befehl OrderSend einen Rückgabewert auswerten, aber für dieses einfache Beispiel soll uns das genügen und darum können wir jetzt hier klicken oder F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Ich habe hier noch einen kleinen Tippfehler drin. Ich habe Simpler Standalone EA geschrieben. Speichern wir das Ganze mal unter dem richtigen Namen. Kompilieren nochmal. Dann können wir im MetaTrader auf Ansicht, Strategietester klicken oder die Tastenkombination STRG und R drücken. Hier wählen wir die Datei Simpler Standalone SMA Expert Advisor.ex4 aus, markieren den visuellen Modus und starten unseren Test. Und hier haben wir schon unsere erste eröffnete Position.
Der Preis war zu diesem Zeitpunkt unterhalb von unserem gleitenden Durchschnitt, also haben wir verkauft. Und Sie haben in diesem einfachen Beispiel gelernt, wie Sie ein eigenständig lauffähiges Programm für den Einstieg mit einem gleitenden Durchschnitt programmieren können. Und Sie haben das selbst getan mit diesen paar Zeilen hier in MQL4.